eine WFA-eigene globale Liga, die World League. Es geht ja nur ums Geld. Zwei offenbar gefakte Drohanrufe haben in Einhausen im Kreis Bergstraße einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Einmal wurde ein Amoklauf angekündigt, beim zweiten Anruf ging es um ein Verbrechen, das angeblich gerade passiert war. 3. Oktober, 18:20 Uhr. Ein Notruf geht bei der Polizei ein. Eine männliche Stimme droht, Menschen zu erschießen. Kurz darauf ein zweiter Anruf. Jetzt droht die Stimme nicht nur mit der Amoktat, sondern berichtet von einem gerade stattgefundenen Verbrechen. Die Polizeibeamten orten das Handy in einer Wohnung im südhessischen Einhausen. 13 Streifen- und Rettungswagen fahren zum angeblichen Tatort, einer Privatwohnung. Vor Ort die Überraschung. Der angebliche Anrufer und seine Familie sind völlig perplex und geben an, nichts mit den Anrufen zu tun zu haben. Die Polizei vermutet, dass es sich bei den beiden Anrufen im Polizeipräsidium Südhessen um sogenannte Spoofing-Fälle handelt. Also eine technische Manipulation, bei der vorgetäuscht wird, von einer bestimmten Telefonnummer aus anzurufen. In diesem Fall von einem Handy in Einhausen. Die Familie, die die Beamten zu dieser Nummer ermitteln konnte, wusste aber nichts von einem Amoklauf und hatte auch nicht bei der Polizei angerufen. Auch sonst gab es keinerlei Hinweise für ein echtes Verbrechen. Fälle von Spoofing sind nach Auskunft der Polizei deutschlandweit keine Seltenheit mehr. Drohanrufe mit manipulierten Telefonnummern, die einen groß angelegten Polizeieinsatz nach sich ziehen, sind in Amerika ein weit verbreitetes Phänomen, besonders unter Gamern. Diese gefakten Notrufe nennt man Swatting, sagt Cybercrime-Spezialist Dirk Hintermeier vom LKA Hessen. Es bezeichnet eine Straftat, bei der die Angreifer Polizeieinheiten und Rettungsdienste über vermeintlich höchst dringliche Notfälle informieren. Swatting ist eigentlich ein Begriff aus dem Amerikanischen. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man Einsatzkräfte zu einem fingierten Einsatz ruft. SWAT-Teams sind analog zu sehen zu unseren SEK-Kräften in Hessen. Und wenn diese Kräfte ausrücken, ist es ja meistens eine lebensbedrohliche Lage. Eine besonders heimtückische Methode, um andere Menschen in Alarmbereitschaft zu bringen. Dabei werden möglichst desaströse Szenarien vorgegaukelt, etwa eine Geiselnahme oder ein Amoklauf, um Einsatzkräfte, die von einer echten Bedrohungslage ausgehen, zu einer Stürmung der Zieladresse zu verleiten. Das Ziel des Täters oder der Täterin ist es natürlich erstmal Unruhe zu schaffen, gerade bei dem Opfer, wo fingiert wird, dass dort eine massive Einsatzlage besteht. Und das gibt natürlich jetzt erstmal eine sehr große Unruhe. Nicht natürlich beim Opfer, sondern natürlich auch erstmal bei den Einsatzkräften. Der Einsatz muss hochgefahren werden, die Einsatzkräfte müssen vor Ort gebracht werden. Motive der TäterInnen sind häufig Langeweile oder auch Rache, wenn sich Täter und Opfer kennen. In Hessen gab es im letzten Jahr 515 Fälle von sogenannten missbrauchten Notrufen. Es ist natürlich auch kein Jugendstreich, sondern eine Straftat, die unter Strafe steht. Sei es jetzt Geldstrafe oder Bewährungsstrafe. Aber nicht nur das erwartet den Täter, sondern natürlich auch den Schadensersatz, der geleistet werden muss für den Einsatz. Und das können auch teilweise mehrere tausend Euro betragen. Und man muss sich also vorstellen, wenn Einsatzkräfte gebunden werden an einem bestimmten Ort, der fingiert ist, fehlt es vielleicht am anderen Ende der Stadt, dass die Einsatzkräfte da rechtzeitig zum Einsatzort kommen. Die Aufklärungsquote in Hessen ist hoch. Rund 3/4 aller TäterInnen können ermittelt werden, obwohl sie mittels ID-Spoofing versuchen, ihre Identität zu verschleiern. Im südhessischen Einhausen laufen derzeit noch die polizeilichen Ermittlungen. Swatting-Angriffe in den eigenen 4 Wänden werden von den Opfern als sehr bedrohlich empfunden. Aber wie kann man sich davor schützen? Cybercrime-Spezialisten raten zu einer guten Online-Identitätshygiene. Heißt, im Internet so wenig wie möglich persönliche Daten hinterlassen, auch Wohnadresse und Telefonnummern im Internet so gut wie möglich zu schützen. Damit macht man es Dritten schwer, Daten abzugreifen, um sie für Straftaten zu nutzen. Tja, und weitere Tipps hat jetzt Dirk Hintermeier vom LKA sicherlich auch noch für uns. Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Wir wollen aber erst noch mal wirklich festhalten, es ist kein Spaß, es ist eine Straftat. Was droht denjenigen, die sowas machen? Ja, es ist also kein Jungenstreich, sondern es ist wirklich eine Straftat. Wir kennen den Begriff Swatting natürlich nicht im Strafgesetzbuch, aber wir haben den Missbrauch von Notrufanlagen und da haben wir auch eine Strafe, nämlich einmal Geldstrafe und natürlich eine Haftstrafe bis zu 1 Jahr. Und Geldstrafe kann wie hoch sein? Also die Geldstrafe richtet sich natürlich an den Schaden, der angerichtet worden ist. Aber man muss es natürlich auch nicht im Zusammenhang sehen mit dem Schadensersatz, der geleistet wird, sondern so ein Polizeieinsatz oder ein Notruf oder Notärzte- oder Feuerwehreinsatz kann schnell in die Zehntausende von Euro gehen. Okay.
Wie sieht das aus bei diesen Einsätzen? Wie viel gab es da jetzt in diesem Jahr bei uns in Hessen? Haben Sie das Zahlen? Ich habe die Zahlen von 2021. Da hatten wir bei der Polizei 780.000 Notrufe, die eingegangen sind. Insgesamt. Ne? Und wir hatten 500 Strafanzeigen gefertigt, die auf den Notruf von Missbrauch von Notrufanlagen begründet sind. Also eine verringert kleine Zahl. Da war aber nicht jedes Mal so ein großer SEK-Einsatz dahinter, oder doch? Nein, also da war jetzt, sage ich jetzt mal, das sind meistens also so geringfügige Einsätze zum Beispiel, also keine großen Einsätze. Vielleicht ist es auch zu keinem Einsatz gekommen, aber dass mehrfach die Notrufnummer angewählt wird, so dass sie blockiert ist. Was macht dieses Swatting mit den Opfern und auch mit den Einsatzkräften aus? Ja, also wir haben es ja eben auch schon im Bericht gehört. Wir haben natürlich eine sehr große Stresssituation, die erstmal gelöst werden muss, gerade beim Opfer. Na, wenn jetzt zum Beispiel ein SEK-Einsatz vor der Haustür stattfindet oder die Feuerwehr rückt an, hat man schon ein großes Stressmoment. Also bei unseren Einsatzkräften, klar, ist es natürlich eine hohe Professionalität, die dort an den Tag gelegt wird. Aber man ist natürlich auch bei diesen Einsätzen auch in einem gewissen Stressmoment. Man weiß ja auch noch nicht, was ist. Es könnte doch sein, dass es ein richtiger Einsatz ist. Das ist ja davon gehen wir natürlich aus, ne, dass es sich ja dabei um einen richtigen Einsatz handelt. Also gehen wir auch mit der nötigen Intensität daran. Okay. Jetzt haben wir im Film schon gehört, als Schutzmaßnahme möglichst wenig Daten im Netz bereitgeben. Aber vielleicht haben Sie noch ein paar richtig konkrete Tipps. Was könnten unsere Zuschauer machen, um sich vor sowas zu schützen? Ja, also generell gilt ja, wenn man sich im Internet bewegt, immer vorsichtig sein, wenn man Personen nur in der virtuellen Welt kennenlernt. Ne? Also man kann so schnell irgendeine Situation oder eine Eigenschaft eines Menschen vorgegaukelt bekommen, die es aber im Nachhinein nicht ist. Also immer vorsichtig sein, wenig Daten ins Netz stellen, zum Beispiel nicht den Namen, Handynummern zum Beispiel, das hätten wir jetzt hier in dem Beispiel gehabt, dass wir hier auch einen gleichen Missbrauch erfahren. Gibt es da Plattformen im Netz, die eher gefährdet sind, wo Sie sagen, da sollte man besonders aufpassen, soziale Netzwerke, oder ist es ganz egal? Überall muss ich mit Daten vorsichtig umgehen. Also ich kann überall damit rechnen. Ne? Wir haben es ja aus Amerika, dass es auch Prominente in der Regel dann da Opfer werden, sei es Hollywood-Stars oder Popstars, ne? Da wo man schnell herausfinden kann, wo wohnt denn eigentlich die Person. Aber natürlich, wenn wir jetzt von der Gaming-Szene reden, klar, die ist natürlich riesengroß, aber es gibt da auch einen Teil, die auch bereit sind, dann so eine Straftat zu begehen. Also Gaming-Szene, haben Sie im Beitrag schon gesagt, und eben auch ist so diejenigen, von denen das ausgeht. Aber was haben Sie denn jetzt von den hessischen Fällen auch gelernt über die Täter? Also was sind das für Menschen? Ich habe mich gefragt, wer macht denn sowas? Also wir hatten jetzt hier in dem Bericht den Fall in Einhausen angesprochen. Ja. Da laufen aber noch die polizeilichen Ermittlungen, auch wie sich der Täter oder die Täterin vielleicht auch getarnt hat. Wir hatten ja das mit dem Spoofing-Software vielleicht auch. Ist das auch der Hintergrund? Da müssen wir natürlich noch ein bisschen polizeilich ermitteln, um dann letzten Endes sagen zu können, das ist jetzt so ein Fall von Swatting, wie wir es vielleicht aus Amerika kennen. Okay. Ganz kurz noch, ist das nur für die Polizei ein Fall oder auch für andere Einsatzkräfte? Natürlich trifft das auch andere Einsatzkräfte. Ne? Ich habe eben erwähnt, den Notarzt oder auch die Feuerwehr, die werden natürlich genauso von den Straftaten bedacht wie wir. Okay. Dankeschön, Hintermeier vom LKR, für die Informationen und Ihre Zeit heute Abend. Danke. Ja, danke. Warum kann es die Weltmeisterschaften nicht jedes Jahr geben? Eine WFA-eigene globale Liga, die World League. David hat Beweise gesammelt, um die World League zu verhindern. Die lassen sich kaufen. Wie viel wird es mich diesmal kosten? Es geht ja nur ums Geld.